Anders raus als rein, das beschreibt Fitlock wahrscheinlich ziemlich gut. Fitlock ist ein Verschlusssystem, das viele von euch wahrscheinlich von den Trinkflaschen kennen. Es gibt aber natürlich auch die Handyhalterungen, die einen Großteil von den Fitlock-Produkten auch ausmachen. Und ich nutze zum Beispiel das Fitlock Handyhalterungssystem seit über einem halben Jahr und habe jetzt ein Paket von Fitlock bekommen. Tada. Und da drin sind eine Halterung fürs Auto und ein Stativ. Bereits im Einsatz, und das sehen wir auch gleich in Action, habe ich hier hinter mir an dem gelben Rad das Handlebar Base, das auch passend zu dieser Hülle ist. Dazu kommen wir gleich. Aber diese zwei Produkte sind neu für mich und wir testen heute mal alle drei Bases. Plus ich zeige euch dieses Phone Case. Schauen wir uns als erstes das Phone Case an. Das ist ja die Basis, von dem alles ausgeht. Ich nutze es, wie gesagt, schon sehr lange und mir war bei der Auswahl sehr wichtig, dass es das Handy schützt. Und ja, dieses Handy war bis vor 2 Wochen meine Hauptkamera. Ich habe einen Großteil meiner YouTube-Videos damit auch aufgenommen. Dementsprechend war es mir wichtig, dass das Teil nicht kaputt geht und auch geschützt wird. Und das wird unter anderem durch eine, hier ist auch noch Geld von der letzten Tour drin, also ein praktisches Versteck. Und das wird unter anderem dadurch erreicht, dass die Seiten ein bisschen gedämpft sind und dabei wird aber das komplette Case nicht ultra überdimensioniert, sondern ist immer noch relativ dünn, gut anzufassen und man kann mit dem Handy auch relativ einfach auch es weiterhin mit einer Hand bedienen. Hier unten ist es so ein bisschen weich. Das sorgt dafür, dass hier hinten dann auch keine Kratzer auf der Glasseite vom Handy entstehen, warum auch immer das aus Glas sein muss. Wie funktioniert das System selbst? Also ihr habt auf der Hinterseite, da wo ungefähr die Mitte von dem Handy auch ist, da ist ein kreisrunder Magnet mit einer geriffelten Außenseite. Und dieser runde Magnet, der trifft dann immer genau das Gegenstück, das übrigens immer gleich ausschaut. Das ist ebenfalls rund. Hier ist dann auch ein Magnet in derselben Größe und außenrum ist so ein Gummisaugnapf, der dann, sobald dann dieses Handy auf den Saugnapf trifft, einen Unterdruck erzeugt und somit ist dann Handy und Saugnapf unzertrennlich miteinander verbunden. Allen Basisstationen gemein ist dieser Ring, mit dem du super leicht ausklicken kannst. Der leichte Mechanismus, mit dem du das Handy dort auch wieder befestigen kannst und dass du das Handy halt um 360 Grad ohne Anschlag drehen kannst. Vielleicht fragst du dich, was ist Fitlock? Eigentlich ist das eine kleine Bastelbude, die einfach aus Fernost Plastikteile importiert, umlabelt und dann über das Internet verkauft. Nein, wäre eine Geschäftsidee, machen viele, Fitlock macht es nicht so. Die entwickeln das Zeug selbst in Hannover und haben mittlerweile über 10 Millionen unterschiedliche Halterungssysteme im Einsatz. Du kennst wahrscheinlich diese Twist Halterungssysteme, die es an den Flaschen zu finden gibt, die sind richtig berühmt geworden. Jetzt gehen wir aber raus und schauen uns die ganzen Bases an, wie sie funktionieren und fahren ein bisschen Rad. So, das Rad ist im Auto. Carwind Base habe ich auch aus der Satteltasche geholt und diese Auto-Lüftungsschlitzhalterung probieren wir jetzt mal aus und bauen sie dran. So. Wir packen das Ganze mal aus und ich bin gespannt, was wir an Werkzeug brauchen. Kurzer Blick in die Bedienungsanleitung und die ist echt super simpel. Die sagt im Wesentlichen aus, diese Feder stecken wir in den Lüftungsschlitz und dann drehen wir an dieser Schraube, bis das Ganze fest ist. Jetzt kann ich auch den Winkel endlich wieder verstellen von meiner Lüftung. Ist auch gut. Das ist auch repariert. Und ich kann hier auch, das ist sehr praktisch, ich kann hier, auch wenn dieses Ding jetzt hier fest ist und es ragt jetzt nicht ins Blickfeld rein, mein Handy auch während der Fahrt so ein bisschen drehen, falls der Beifahrer mal was drücken möchte. Genau wie bei den anderen Bases ist jetzt hier cool, du kannst den Kopf nicht nur drehen, sondern du kannst diesen Ring hier runter schieben. Und dann wird der Unterdruck eben aufgelöst und du kannst das Handy ganz einfach mit einer Hand wieder wegnehmen. Du kannst es natürlich auch hier wieder um 360 Grad drehen. Ich kann meine Uberfahrten ganz normal machen. Und eine von diesen Uberfahrten machen wir jetzt. Du bist wieder online. Nice. So, wir sind da. Handy weg. Und dran ans Rad. So, Vorderrad ist dran.
Und von Google Maps gehen wir jetzt direkt in Komoot und lassen uns mit Komoot navigieren. Jetzt ist es bombenfest. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss hier unbedingt ein Selfie machen, weil wir aber gerade so schön im Content Creation Modus drin waren, würde ich sagen, packen wir mal die nächste Base von Fitlock aus. Und jetzt soll mein Leben ein bisschen einfacher werden, aber wahrscheinlich auch das Leben von vielen von euch da draußen, denn sind wir mal ehrlich, sind wir nicht alle ein bisschen Content Creator? Hier ist sie, die Vakuum Mini Tripod Base. Gleicher Kopf wie bei den anderen Bases. Wir packen sie mal aus. Der Mini-Tripod liegt gut in der Hand. Er ist ausziehbar mit so kleinen Teleskopgestängen. Dann kann er auch auf verschiedene Größen hingestellt werden. Der hat hier oben ein Kugelgelenk und kann damit auch jede erdenkliche Position und Perspektive einnehmen. Das Ganze kann man fixieren. Außerdem ganz praktisch, du kannst hier den Kopf auch abmachen und dann ist hier unten ein 1/4 Zoll Gewinde und da kannst du dann andere Kamera-Accessoires draufschrauben, falls du nur das Stativ nutzen willst. Das schaut doch hier ziemlich cool aus. Gefilmt von der Perspektive da unten. Das macht jetzt der Tripod und ich würde sagen, Kamera läuft. Gehen wir hoch und schauen uns das dann an, wie das geworden ist. Jetzt habe ich hier unten noch mal eine andere Perspektive gefunden und würde das Ganze in Slow-Mo mal filmen. Das geht mit dem Handy super. Und das schaut schon ziemlich cool aus und für einen dritten Clip würde ich mir jetzt einfach noch mal gern das Fahren auf dem Feldweg da unten anschauen. Ja, Wahnsinn, so ein guter Shot. Gott sei Dank haben wir den festgehalten. Wir alle nutzen ja unser Handy ständig und zwar auch mal in Situationen, wo man es vielleicht nicht nutzen sollte, also beim Autofahren beispielsweise oder beim Radfahren. Passiert mir das auch, dass ich da mal ein Foto schieße und je sicherer und einfacher es zu verstauen ist, desto sicherer ist es auch eigentlich für andere Verkehrsteilnehmer. Was mir halt jetzt ganz gut gefallen hat, war halt die komplette Bedienbarkeit, die ist super intuitiv. Ich habe einmal eine Bedienungsanleitung jetzt gelesen beim Anbau von der Autostation, sonst habe ich es ohne Bedienungsanleitung geschafft. Es ist super einfach, das Ganze fühlt sich auch wertig an, es ist nicht nur billiges Plastik. Apropos billig, was kostet die Gaudi? Alle Stationen und die Hülle, die ich jetzt hier getestet habe, kosten 30 €. Dieser Tripod, dieses kleine Stativ, kostet 35 €. Und das ist jetzt im Vergleich nicht super günstig. Da gibt es deutlich günstigere Systeme, die aber auch dann deutlich mehr wackeln, beziehungsweise einfach auch eine simplere Logik haben, wie das Handy dann auf der Station einrastet, die dann aber auch nicht diese Vielfalt von unterschiedlichen Basisstationen anbieten. Der Selfie-Stick wird mein Leben bereichern. Check das gerne auch auf meinem Instagram aus. Wenn du dich für die Produkte interessierst, würde es mich freuen, wenn du es über den Affiliate-Link in der Beschreibung kaufst. Das unterstützt mich und den Kanal enorm. Und ich bedanke mich bei Fitlock für den Test. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.